Wir waren letztens einkaufen, da habe ich was mitgebracht. Normalerweise stehe ich ja gar nicht auf sowas, aber ich zeige euch mal, was es ist. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hazelnut Adventures. Wir waren am letzten Wochenende einkaufen gewesen im türkischen Supermarkt und da bin ich an einem kleinen Karton vorbeigekommen. Da habe ich mir gedacht, das musst du jetzt einfach mal probieren. Was es ist, zeige ich euch jetzt mal hier. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Çiğ-Köfte-Set. Das habe ich gefunden. Das ist etsiz, also ohne Fleisch. Und da habe ich mir gedacht, naja, ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Zwar wollte ich das so richtig machen, so hausfrauenmäßig, aber hier so eine Fertigmischung habe ich mir gedacht, naja, könnte man ja mal ausprobieren. Und das zeige ich euch jetzt mal und mache das jetzt auch mal gucken, wie es wird. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie es schmecken wird. Wir haben ja schon einige Male Çiğ-Köfte gegessen, auch hier in Deutschland, aber auch in der Türkei. Soll ich jetzt sagen, in der Türkei hat es besser geschmeckt als hier. Hier war es auch gut. Aber so richtiges, das ist ein Essen, gehört in die Türkei, schmeckt dort halt am besten. Naja, egal. So, und ja, jetzt habe ich mir gedacht, machen wir das mal selbst. Ich habe es schon lange vorgehabt, das selbst zu machen, aber ich habe mir die Anleitung immer durchgeguckt. Das war immer so ziemlich aufwendig eigentlich auch gewesen. Und da hatte ich jetzt nicht so die Lust und deswegen ist es bisher auch noch nichts geworden. Und jetzt habe ich eben hier dieses Set mal gekauft und das hat irgendwie 3,50 € gekostet. Und jetzt zeige ich euch, was drin ist und wie wir es machen. Ja, hier haben wir unser Set. Ich mache das mal auf, guck mal rein, was dort drin zu finden ist. Wer nicht weiß, was Çiğ-Köfte sind, das ist, ja, sieht aus wie Köfte, also wie so kleine Frikadellen. Aber es ist in diesem Fall eine vegane Geschichte. Ja, hier steht es auch drauf. Wird aus Bulgur gemacht. Das haben wir jetzt hier drin in der Verpackung. Dann brauchen wir da noch, was haben wir da denn? Hier ist ein Handschuh. Gut, den werden wir brauchen, weil da müssen wir viel kneten. Also Bulgur, hier haben wir eine Paste und eine Soße. Das ist Nar, denke ich mal, also Granatapfelsirup, so dickflüssig wie das aussieht. Und das ist hier eine Würzpaste, das kommt da wahrscheinlich nachher rein. Da muss ich mir das gleich erstmal durchlesen. So, wie wird es gemacht? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Erstmal wird der Bulgur eingeweicht, 10 Minuten in Wasser, 500 Milliliter Wasser brauchen wir dafür. Dann wird es 10 Minuten ruhen lassen, okay. Dann diese Tomaten, Paprika, Würzpaste und die Soße mit Granatapfelaroma, also naja, Aromasoße, okay. Das wird dann in den aufgeweichten Bulgur reingegeben und das Ganze wird dann entsprechend 5 Minuten geknetet. Dann kommt nochmal ein bisschen Speiseöl dazu, nochmal kneten. Auf Wunsch können dann gezwackte Zwiebeln, also gehackte Zwiebeln nochmal dazu und Petersilie kann man auch nochmal dazu. Petersilie habe ich nicht, die Zwiebeln, das lasse ich jetzt auch mal weg. Ich mache das jetzt erstmal einfach so. Gut. Das heißt, ich brauche eine kleine Schüssel und da haben wir die kleine Schüssel. In die kleine Schüssel brauchen wir jetzt 500 Milliliter Wasser.
So, 500 Milliliter Wasser kommt da jetzt rein. Und dann kommt hier der Bulgur rein. Oder machen wir zuerst den Bulgur rein. Gucken wir mal, wo es aufgeht. Geht nirgendwo auf, müssen wir aufschneiden. So, schlagt mich jetzt nicht. Ich kippe das jetzt hier rein. Okay. Und jetzt Wasser darüber. ...500 Milliliter Wasser. Ich glaube, ich rühre das mal kurz um. So, das Ganze muss jetzt erstmal 10 Minuten stehen und dann geht es weiter. So, jetzt hat das Ganze hier 10 Minuten gestanden und ihr seht, das Wasser ist komplett aufgenommen. So, jetzt habe ich das mal so ein bisschen hier so gemacht. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie geht es jetzt weiter. Jetzt kommt die Würzpaste und die Soße hinzu und dann wird das Ganze 5 Minuten geknetet. Also, dann kneten wir mal, beziehungsweise dann hauen wir das Zeug mal da rein. Da bin ich mal echt gespannt, was das Ganze hier jetzt gibt. So, einmal und jetzt hier Granatapfelsirup noch dazu. So, was sage ich zur Verpackung? Die Verpackung ist irgendwie blöd, aber nun. So, jetzt kommt das da rein. So, ist natürlich hier alles eingesaugt. Jetzt muss ich mal eben schnell die Hände waschen und dann werden wir hier jetzt den Handschuh mal anziehen und das Ganze dann knetend 5 Minuten lang verarbeiten. So, einmal den Löffel sauber machen. Ja, mal gespannt, ob das was wird. So, langsam einkneten das Ganze. So, ich knete jetzt mal weiter, aber das geht jetzt die ganze Zeit so, da braucht ihr nicht warten. Ich melde mich dann, wenn es fertig ist. So, nach gut 5 Minuten ist das jetzt hier so eine richtige Masse auch geworden. Ja, das kann man jetzt hier so entsprechend kneten, aber ich mache noch ein bisschen was rein und zwar kommen noch Zwiebel rein und Petersilie werde ich noch reinmachen. So, ich habe jetzt hier mal geschnitten, ein wenig Petersilie und hier auch Zwiebel und das gebe ich da jetzt auch noch mal rein.
Was denn jetzt natürlich bedeutet, dass ich weiter kneten muss. Also kneten wir das jetzt auch noch mal ein. So, und da melde ich mich dann auch nachher wieder zurück, wenn ich fertig geknetet habe. So, zum Abschluss habe ich hier noch 75 Milliliter Öl. Da habe ich jetzt Olivenöl genommen, das kommt hier auch noch mal rein. Und wer hätte es gedacht, was jetzt passieren muss? Kneten natürlich. So, das wird jetzt hier auch noch mal eingeknetet. So, da müssen wir auch jetzt eine ganze Zeit noch mal kneten. Wie ihr aber seht, kneten ist hier alles. So, deswegen müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Ich bin in 5 Minuten fertig. So, jetzt habe ich das Ganze verknetet. Jetzt ist das soweit gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob da sonst noch irgendwas jetzt passieren muss. Ich glaube, das war's. Genau, das war's. So, und jetzt, ihr seht ja, wie das hier aussieht. Und diejenigen, die G-Kräfte kennen, wissen das ja natürlich. Ja, das muss jetzt so ein bisschen geformt werden. Also man nimmt dann hier so, zumindest so habe ich das gesehen, man nimmt da hier so ein bisschen in die Hand und knetet das dann jetzt so, sodass das war zu viel. Machen wir nochmal. Ich mache das erste Mal, sodass dann hier, kann man das rausdrücken? Kann man rausdrücken. Ja, da müssen wir noch ein bisschen üben, glaube ich. Aber so sieht das schon mal nicht schlecht aus. So kriegen wir das hin. So, das mache ich jetzt, bis der Top leer ist. Vielleicht habe ich es am Ende ja dann auch irgendwann drauf. Es sieht zumindest aus wie die Kräfte. So, wir kommen jetzt zum Ende. Einen habe ich hier noch. So, und diese Menge soll jetzt laut Verpackung für etwa 8 Portionen, glaube ich, sein. Ne? Wie war das? Wo stand da was? Also irgendwo habe ich gesehen, das sind 8 Portionen. Das halte ich mal für untertrieben. Das essen wir zu zweit locker weg. Gut, das kommt jetzt nochmal in den Kühlschrank und ja, damit ist das hier erstmal fertig. Ich zeige euch nachher, wie man es isst und lassen uns das schmecken. Wobei, nee, machen wir später. Gut. So, jetzt steht das Essen auf dem Tisch. Wir haben also hier Salat, Lavash und Düs. Und dann haben wir hier nochmal haben wir aus der Türkei mitgebracht. Das Ganze wird jetzt, wir nehmen uns hier so ein Brot. Das ist noch ein bisschen warm gemacht worden. Dann mache ich hier so ein bisschen Dings da drauf, Salat. Und dann kommt das hier rein. So 2, 3 Stück. So, dann wird es zusammengerollt. Vorher kommt noch ein bisschen Nahe drüber. Zusammengerollt und gegessen. So, essen wir mal. Ja, schmeckt gut. Also, kann man wieder machen.
Bis dann.